Was ist das schönste Land der Welt? Für mich ist Norwegen unter den Top-Ländern, die ich einmal gesehen haben möchte. Berge, Gletscher und tief eingeschnittene Küstenfjorde, dafür ist das Land bekannt. Immer wieder hört man von der sehr guten Lebensqualität und die weltweite Vorreiterrolle im Bereich der Elektromobilität. Da ich im Sommer mit Freunden in Stockholm verabredet war, haben mein Kumpel Stefan und ich uns dazu entschieden, das Land im Auto zu erkunden. Naja, und das hier ist, was wir erlebt haben. Jetzt geht's auf jeden Fall erstmal los. Jetzt hoffe ich, dass es gleich richtig abgeht. Richtung, weiß ich nicht. Lübeck. Los geht's. Los geht's einfach. Von München aus ging es dann nach Norden, genauer gesagt Richtung Puttgarden, wo wir mit der Fähre nach Dänemark übersetzen wollten. Als Zwischenstopp haben wir Hamburg anvisiert. Einerseits, weil wir dort etwas essen wollten und andererseits, weil Stefan dort noch nie gewesen ist. So, jetzt sind wir hier mal in Leipzig oder bei Leipzig. Wir machen jetzt mal Fahrradwechsel. Fahrradwechsel. Ja, aber die Sonne ist echt schön. Oh, das ist echt schönes Wetter. Ne? Ja, hier gibt es echt viele Windräder, haben wir gerade festgestellt. Das ist schon gar nicht so schlecht. Und jetzt fahren wir als nächstes mal Richtung Hamburg und schauen, ob wir da in Hamburg irgendwie noch ein Bierchen Geht's weiter, oder? Ja, geht's weiter. Los geht's. In Hamburg haben wir uns dann 2 E-Scooter genommen und sind damit die Speicherstadt und die Nordelbe abgefahren. Die Straßen waren super leer, weil es schon relativ spät war. Hamburg ist aber immer wieder eine sehr, sehr schöne Stadt. Von dort ging es dann in der Nacht weiter nach Lübeck zur Fähre. Ich versuche jetzt hier zu laufen, aber es ist gerade ein bisschen krass hier. Weil das Boot schwankt doch mehr als gedacht. Das ist so richtig komisch, weil der Raum bewegt sich eigentlich nicht. Ja, aber eigentlich aber schon. Die Füße drücken nicht irgendwie so nach oben. Mhm. Echt komisch. Es wurde schon wieder hell, als wir im Hafen anlegten und wir entschieden uns, neben dem Hafen einen Parkplatz zu suchen, auf dem wir schlafen können. Nach ein paar Stunden Schlaf sollte es dann nach Kopenhagen weitergehen. Zum Schlafen haben wir unser Auto umgebaut, um eine normale Matratze im Heck zu verstauen. Wir haben genau so auch schon mal in Schweden übernachtet und ehrlich gesagt ist es wirklich bequem, wenn man einmal drin liegt. Nach einer kurzen Nacht im Auto haben wir uns vom nahegelegenen Aussichtspunkt das Bauprojekt des Fehmarnbelt-Tunnels angesehen, der zukünftig Deutschland mit Dänemark verbinden wird. Danach ging es auf direktem Weg 150 Kilometer Richtung Kopenhagen, genauer gesagt zu einer der schönsten Plätze Kopenhagens, dem Kanal Nyhavn. So, wo sind wir jetzt hier, Dominik? Jetzt sind wir hier in Kopenhagen. Ja. Uns unseren Cappuccino, damit wir wieder ein bisschen fit werden und weiterfahren. Und jetzt gehen wir dann noch kurz vor zum Hafenbereich und schauen uns dann noch ein bisschen an, wie das da so aussieht. Laufen vielleicht noch mal vor ins Wasser und dann packen wir eigentlich schon weiter, oder? Wir haben dann noch eine kurze Runde am Wasser entlang gedreht und uns das königliche Theater sowie das Schloss Amalienborg angesehen. Viel Zeit blieb uns aber nicht, denn wir hatten an diesem Tag noch einen weiten Weg vor uns.
Hagen aus ging es über die Öresundbrücke Richtung Malmö. Und ich sag euch, wow, die Überfahrt ist einfach nur beeindruckend. Zu Beginn fährt man durch einen Tunnel unter dem Meer durch und landet am Ausgang auf einer Insel. Von dort geht es über die riesige Brücke auf schwedische Festland. Nachdem wir einige Stunden durch Schweden Richtung Stockholm gefahren sind, haben wir einen kurzen Zwischenstopp am Roxensee gemacht. Gegen Abend sind wir dann in Sigtuna in der Nähe von Stockholm angekommen, wo wir die nächsten Tage mit unseren Freunden gemeinsam verbracht haben. Das ist jetzt der zweite Tag hier. Gestern waren wir in Stockholm am Abend. Und war noch in der Bar. Ja. Das war ganz lässig eigentlich. Davor noch Pizza essen. Echt ganz cool. Und heute haben wir gesagt, machen wir ein bisschen entspannt. Jetzt nach der Fahrerei und so ein bisschen ausschlafen. Sind da jetzt ein bisschen rumgelaufen, ein bisschen Drohne geflogen. Und dann schauen wir mal. Dann geht's in den Pool. Pool? Vorne, oder? Was für Pool? Ach so. Ja, in dem Whirlpool halt. Ja, genau. So, wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Norwegen. Wir sind jetzt von Sigtuna weitergefahren. Dann waren wir noch kurz in Uppsala und haben uns noch kurz die Stadt angeschaut, haben noch einen kleinen Fika uns gegönnt und noch eine Zimtrolle hier. Genau. Und es war ganz nett. Und jetzt geht's dann weiter zur norwegischen Grenze. Fahren wir jetzt ungefähr 5 Stunden hin und dann schauen wir, dass wir für die Nacht dann in Nationalpark einen Stellplatz finden oder so, wo wir dann wieder ein bisschen schlafen können. Jetzt haben wir gesagt, hier gerade auf dem Weg schauen wir noch kurz ans Meer. Und hier ist so ein Freizeitpark so ein bisschen. Genau auf der anderen Seite von dem Wald da drüben. Aber da wissen wir noch nicht, ob wir da jetzt hingehen, aber jetzt dachten wir gehen jetzt hier erstmal zum Meer und schauen noch mal ein bisschen hier, wie das so aussieht. wie das so aussieht hier. So, jetzt sind wir hier in Mora, haben gerade noch was gegessen hier und jetzt geht es dann weiter zur norwegischen Grenze. Genau, da war jetzt hier noch ein bisschen was einkaufen auch noch, weil in Norwegen ist noch teurer von den Lebensmitteln her. Wir Ja. noch ein paar Vorräte haben. Noch ein bisschen Wasser, noch ein bisschen was zu essen. Und genau, jetzt genießen wir noch die letzten Sonnenstrahlen und dann fahren wir weiter. Genau, jetzt hoffe ich, dass wir auch einen schönen Schlafplatz danach finden. Bin ich mal gespannt. Wir haben jetzt gerade die ganze Reise auch im Auto durchgeplant und es wird schon auf jeden Fall sehr stressig, aber ich glaube, es wird auch ziemlich nice, was wir alles sehen werden. Ja, ich denke auch und ich freue mich auch drauf. Ja. Mega cool. Mal schauen, ob die uns überhaupt reinlassen. Das ist richtig auf. Ja, sonst geht's wieder heim, oder was? Hoffentlich nicht. Nee, hoffentlich nicht. Und so ging es dann
vom Mora aus noch einige Zeit ins Landesinneren. Je näher wir der Grenze kamen, umso unbewohnter und naturbelassener war die Landschaft. Und mit der tiefstehenden Sonne hat das Panorama seine volle Wirkung entfaltet. Doch so zielsicher, wie wir auf die norwegische Grenze zugefahren sind, so schnell wurde uns ganz schnell bewusst, dass die Überfahrt doch nicht so einfach werden sollte.